Hallo, ich möchte euch heute das Buch Transfrau sein, Aspekte geschlechtlicher Marginalisierung von Felicia Ewert vorstellen. Ich folge der Autorin auf Twitter und habe deswegen von diesem Buch mitbekommen und mich sehr gefreut und gleich dem Edition Assemblage Verlag geschrieben, ob sie mir ein Rezensionsexemplar zuschicken können, und das haben sie dann freundlicherweise auch gemacht. Auf Twitter schreibt Felicia Ewert viel über Transfeindlichkeit und Transmisogynie, und so ist auch dieses Buch, wie der Titel schon ein bisschen erahnen lässt, eine Einführung ins Thema. Und soweit ich weiß, gibt es in Deutschland nicht so viele einführende Bücher zu diesem Thema. Mir ist tatsächlich nur von Faulenzer Support Your Sisters, Not Your Sisters bekannt. Inhaltlich geht es in diesem Buch zum einen um grundlegende Wörter und Begriffe, wie zum Beispiel AirFab oder System. Dann geht die Autorin auf aktuelle Debatten ein, wie zum Beispiel Toilettenbesuche in der Öffentlichkeit oder der Begriff alle Frauen, Sternchen oder auch TERFs. Was sind sie, was wollen sie und überhaupt. Dann geht sie auch auf strukturelle Probleme ein, wie zum Beispiel Biologismus in dieser Gesellschaft oder auch das Konzept von Geschlecht überhaupt in unserer Gesellschaft. Und einen vierten Aspekt habe ich jetzt so deutsche Realität, so deutsche Rahmen genannt. Da geht sie darauf ein, wie so das ganze medizinische System mit Trans umgeht in Deutschland und wie zum Beispiel so eine normierte Transition aussieht. Und sie geht auf das sogenannte TSG, transsexuellen Gesetz, ein. Es hat also inhaltlich sehr viele Aspekte, auf denen die Autorin eingeht. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also es sind sehr viele Informationen, die es sonst so verstreut im Internet gibt, zusammengetragen worden. Und sie bringt auch einige gute Beispiele. Manchmal erzählt sie auch von sich persönlich, und besonders solche Beiträge schätze ich ja sehr, weil sie auch so einen emotionalen Zugang ermöglichen, und ich finde in solchen Themen den emotionalen Zugang super, super wichtig einfach. Und zum Teil hat mir auch gefallen, wie sie geschrieben hat. Also manchmal ist sie sehr sarkastisch geworden. Zum Beispiel an einer Stelle, wo es darum geht, wie die Transition in Deutschland Monate oder auch Jahre dauern kann, weil einfach alles so fest vorgegeben ist und alles seine Wartezeit hat und so, schreibt sie: Zeit und Ruhe haben Transpersonen ja bekanntermaßen reichlich. Einfach mal von einer anderen Person zu lesen, die das auch erlebt hat, wie anstrengend das ist, so einen sarkastischen Satz, hat mich einfach voll gefreut. Insgesamt fand ich das Buch aber leider nur so lala. Ein großes Problem von mir lag daran, wie es nachbearbeitet wurde. Also ich habe es jetzt Lektorat genannt. Ich komme nicht aus der Buchbranche, ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt, aber ich finde, das, was die Autorin geschrieben hat, wurde dann nicht mehr richtig editiert oder lektoriert oder so. Und das führte für mich dann zu einigen Problemen. Also beim Lesen fand ich die Reihenfolge zum Teil merkwürdig. Ich habe nicht immer einen roten Faden gesehen und erkannt, warum das eine Kapitel auf das nächste folgte. Und noch viel schwieriger für mich war es, dass zum Teil manchmal Informationen vorausgesetzt wurden, die irgendwie dann in der zweiten Hälfte des Buches erst erklärt wurden. Und das war eine merkwürdige Reihenfolge, die mir es erschwert hat, den Zugang zu den Texten zu bekommen. Und ich würde auch sagen, dass man merkt, dass die Autorin hauptsächlich Hausarbeiten und Tweets schreibt, also manchmal irgendwie sehr akademisch und auf der anderen Seite aber auch so kurz gefasst, wie es halt bei Twitter sein muss. Das fand ich schade, weil Themen dadurch einfach sehr kurz gefasst wurden, die vielleicht ein bisschen mehr Rahmen gebraucht hätten. Zum Beispiel schreibt sie ganz am Anfang: Ich möchte den Anstoß dazu geben, den Schluss vom Körper auf das Geschlecht in allen möglichen Facetten zu unterlassen. Und ich stehe inhaltlich total hinter dieser Forderung, aber ich finde diese 1,5 Seiten oder eine Seite, die hier diese Forderung bekommt, einfach zu wenig, weil es so eine intuitive Handlung ist von Menschen, vom Aussehen aufs Geschlecht zu schließen, dass einfach nur so ein Absatz dazu zu wenig ist, so eine Forderung.
zu erklären für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, was ja eine Einführung machen sollte. Also die Reihenfolge war merkwürdig und manche Themen wurden sehr ausgebreitet, manche Themen wurden sehr kurz gefasst und es waren auch Wiederholungen drin, sodass ich mich manchmal gefragt habe, ob es jemand gegengelesen hat. Was unterstützt wurde, also diese Frage, hat sich noch mehr gezeigt bei mir, weil tatsächlich echt einige Rechtschreibfehler hier drin waren und zum Teil, was mich normalerweise eigentlich nicht stört, aber es war auffällig in diesem Buch. Und ich habe manchmal Sätze gesehen, wo ich gemerkt habe, die wurden bearbeitet. Und zwar so, dass da ein Wort neu dazugepackt wurde, aber dadurch haben andere Wörter keinen Sinn gemacht. Also ich habe bestimmt 2-3 Mal Sätze gelesen, wo ich dachte, hä, welches Wort muss jetzt rausgestrichen werden? Ich finde einfach schade, dass es auf mich so wirkt, als ob diesem Buch nicht genug Zeit gegeben wurde. Also das Buch wurde geschrieben, aber danach nicht mehr gründlich überarbeitet. Und das finde ich halt besonders schade, weil es so ein wichtiges Buch ist, weil es so wenig Einführung in diese Thematik im deutschsprachigen Kontext gibt. Und dadurch, dass es aber so nicht mehr viel scheinbar, ich kann auch total falsch liegen, nachbearbeitet wurde, versperrt es zum Teil, glaube ich, Zugänge. Wie gesagt, inhaltlich fand ich ziemlich vieles ziemlich gut in diesem Buch. Trotzdem habe ich ein paar Anmerkungen dazu. Zum ersten die Positionierung. Die Autorin positioniert sich am Anfang als lesbische Transfrau, was eine Positionierung ist, aber jetzt nicht in Bezug auf sonderlich viele Dinge. Also sie positioniert sich nicht in Bezug auf Klassismus und Ableismus und erst viel später im Buch in Bezug auf Rassismus. Sie ist eine weiße Autorin und ich finde den Umgang mit Rassismus ein bisschen schwierig vielleicht. In diesem Buch gibt es so etwa 2 Absätze dazu, dass die Autorin darauf eingeht, dass Trans-Women of Color eine andere Art von Transfeindlichkeit und auch transmisogyner Gewalt erleben. Und das finde ich in so einem Einführungswerk genau zu diesem Thema ein bisschen wenig. Und wenn die Autorin das sich nicht zutraut, dann hätte ich gerne zumindest irgendwie Hinweise dazu gehabt, wo ich mich dann weiter darüber informieren kann. Also, dass noch mehr gesagt wird, dass die Autorin einfach sagt, ich kann dazu gerade noch nichts sagen, aber ich informiere mich dort und dort, vielleicht schaut ihr auch einfach mal danach. Das ist leider nicht passiert. Als ich den Titel dieses Buchs gelesen habe, Transfrau sein, habe ich tatsächlich auch nicht mehr erwartet. Dann habe ich den Buchrücken gelesen und der erste Satz sagt, das Buch beschreibt bestehende Diskriminierungsmechanismen, die sich gegen transgeschlechtliche Menschen richten. Und da finde ich einfach, der Buchrücken verspricht wieder zu viel. Also der Buchtitel macht es ganz klar, der Buchrücken macht es weiter auf. Aber es geht nicht gegen Transfeindlichkeit, gegen Non-Binary, es geht nicht gegen Trans-Männer, es geht wenig um Transfeindlichkeit gegen People of Color, es geht wenig bis gar nicht eigentlich um Transfeindlichkeit gegen Leute, die von Ableismus betroffen sind, also so ganz viele Dinge, ganz viel Intersektionales. Wird zwar gesagt, dass es wichtig ist, aber wird hier nicht richtig eingegangen. Das Buch ist auch sehr kurz, insofern ist das wahrscheinlich auch vielleicht zu viel. Trotzdem mag ich es, wenn AutorInnen diese Leerstellen benennen und nicht einfach darüber hinweggehen. Insgesamt bin ich beeindruckt von dem Mut und dem Aktivismus von der Autorin und davon, dass sie ständig so viel Aufklärungsarbeit leistet. Und auch dieses Buch ist ein weiterer Beitrag von ihr dazu. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn es trägt sehr viele Informationen, die irgendwo im Internet schon da sind, einfach zusammen und bringt es in eine andere Form, die vielleicht anderen Leuten anders zugänglich sind. Deswegen glaube ich, dass besonders Cis-Leute einiges aus diesem Buch ziehen können. Ich hoffe einfach, dass dieses Buch die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit dem Thema Transfeindlichkeit und Transmisogynie nicht schließt, sondern öffnet. Und das war erstmal alles, was ich zu diesem Buch sagen wollte. Habt ihr es gelesen? Habt ihr vor, es zu lesen? Irre ich mich? Gibt es noch andere Einführungen zu diesem Thema? Lasst es mich gerne wissen. Bis bald.